erst eigentlich Hip-Hop-Platten gekauft. Ne? Also als ich angefangen habe, irgendwie so Hip-Hop zu hören, habe ich erst Hip-Hop-Platten gekauft. Dann hatte ich irgendwann einen Rechner und habe mit Sony Asset angefangen, Musik zu machen. Also das gleiche Programm, was auch Brenk und Sophie und so benutzen. Und dann irgendwann habe ich mir diese MPC geholt, die XL. Und dann ging es los, halt mit Plattendingen. Ich finde es ja eigentlich interessant, so dass Hip-Hop ja davon gekommen ist, dass man sozusagen die alten Sachen so von den Eltern, was die Eltern gehört haben oder so, dass man das sich genommen hat in Amerika, ja, oder die Schwarzen aus der Bronx sich die Musik ihrer Eltern geschnappt haben und daraus was gemacht haben. Und warum kann man das nicht hier auch machen? Ja? Warum muss man die Amis kopieren und das gleiche Zeug, was die schon gedickt haben, auch nochmal durchsamplen? So, das habe ich immer nie so richtig verstanden. Ich habe diese Platte hier gemacht und das ist die Polizeiruf 110. Die heißt jetzt nur noch PR 110 aus sampletechnischen Gründen. Da habe ich nur alte Polizeiruf-Folgen gesampelt, alles vor der Wende, 72 bis 89. Und das war dann irgendwie so die logische Konsequenz. Das ist jetzt halt das nächste Projekt, das Unsichtbare Visier. Ich dachte, das wäre immer ein Film, ja, und das wäre sozusagen die Musik zu diesem einen Film. Aber das sind halt 16 Folgen von dieser Serie. Und die bin ich dann halt alle durchgegangen. Und das ist so ein bisschen das Nachfolgeprojekt von dieser Polizeiruf. Also wieder so eine DDR-Serie. Und diesmal kommen halt Rapper drauf. Weil manche Leute mal mich gefragt haben, warum hast du 2 MPCs, warum hast du mit 2? Ich mache eigentlich diese nur für die Pads. Und die ist sozusagen, das ist die Arbeit, das Arbeitstier. Ja, das ist alles so angeschlossen, dass es hier direkt in die MPC reingeht. Ich kann eigentlich gar nicht Platten anhören, ohne nicht die MPC anzumachen. Ist halt so. Also du hast hier 12 Minuten Samplezeit bei der Tausender. Und die mache ich eigentlich mal voll, also fast voll zumindest. Also ich sample so lange, so viele Platten oder ich gehe so viele Filme durch, bis das voll ist. Also ich mache nicht nur, ich finde einen Sample, dann nehme ich das auf und dann mache ich daraus ein Beat, sondern ich nehme immer, bis nichts mehr geht, auf. Weil ich dann irgendwie versuche, die Sachen miteinander zu kombinieren. Und dann entstehen manchmal auch halt 3, 4, 5 verschiedene Beats aus einer Session. Aber es bleibt halt auch viel übrig und das war das, was du vorhin meintest mit Carpet Patrol, dass wir sozusagen die Krümel da vom Teppich aufgesammelt haben, weil einfach so viel Stuff noch hier drin ist, aus dem ich dann einfach nichts gemacht habe. Und manchmal brauchst du dann jemand anders, der nochmal ran, oder man einfach nochmal nach einer gewissen Zeit nochmal durchhört und sagt, ey, das ist eigentlich ganz geil gewesen, so, weißt du? Das sind alles Drums. Das sind alles Samples hier oben. Hip-Hop. Sachen von Freunden. Jasmin, keine Angst. Das ist so Soul, Party-Musik, aber auch irgendwie Jazz und so Samples, weißt du, so bekanntere manchmal nimmt man auch so Sachen mit, weil man weiß, da ist halt ein bekanntes Sample drauf. Wie zum Beispiel hier, Jay-Z. Muss man irgendwie einfach dann mitnehmen. Das ist das Sample von Die Erde ist eine Scheide. Und zwar habe ich mir gedacht, das war das erste Mal, dass ich mit Audi und Jessin zusammengearbeitet habe. Die Erde ist eine Scheide, dazu würde ja passen, dass ich den Soundtrack von Emanuel sample. Das ist so eine japanische Version. Hier ist Emanuel drin. Deutsche Sachen, die ich irgendwie noch samplen muss oder schon gesampelt habe. Hier sind auch deutsche Sachen. Jazz. Reggae ist da unten irgendwo. Hier ist Oldschool, Schissel, Public Enemy.
Oh, geile Snare. Jetzt keine cleanen Drums, weißt du, freistehenden Drums, aber dann ist vielleicht die eine Snare da und ja, Snares sind wertvoll. Snares sind wertvoll, weißt du. Hier habe ich zum Beispiel für die neue Audio 88 und Jessin Platte. Das darf man eigentlich nicht machen, sowas, ne? Aber ist egal. Alles für HV. Das auch. Ich sammle manchmal so halbnackte Frauen. Ich glaube, dieses. Eigentlich geht es immer ums Ding, ja. Eigentlich geht es immer um Sample. Stimmt schon. Und es geht halt nicht darum, die allertollste, geilste, rareste Platte zu finden, sondern eigentlich geht es darum, Sachen zu finden, die niemand mitnehmen würde. Weißt du? Also die auch irgendwie, ja, die ungedickt aussehen, so ein bisschen.